Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs über künstliche Intelligenz. Im ersten Teil haben wir etwas erfahren über die Geschichte der künstlichen Intelligenz und über das Forschungsprojekt IGI hier im Deutschen Museum. Jetzt erfahren Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, etwas mehr darüber, ob Maschinen denken können und welche Herausforderungen uns da bevorstehen. Now? Ja? Roboter. Na klar. Hallo auch von mir. Mein Name ist Nao und ich bin ein humanoider Roboter. Ich habe erstaunliche Fähigkeiten und halte mich für sehr intelligent. Wie sehen Sie das, Herr Seising? Ich muss sagen, was ich jetzt gesehen habe, du imitierst sehr gut, aber intelligent würde ich das nicht nennen. Das bringt mich nochmal zum Imitieren. Alan Turing hat ja gesagt, wenn eine Maschine in der Lage ist, einen Menschen so zu imitieren, dass man davon ausgeht, dass man mit einem Menschen kommuniziert, dann muss man ihm wohl Intelligenz zusprechen. Imitieren ist auch das richtige Wort. Also vergleichen wir mal, was können denn Maschinen gut, was können Menschen gut? Menschen können nicht so gut rechnen wie Maschinen, das stimmt. Menschen können aber viel besser zum Beispiel Gegenstände fangen, als Maschinen das bisher noch können. Menschen können sehr viel besser Geschichten zusammenfassen. Da haben künstliche Intelligenzen im Moment auch noch große Schwierigkeiten. Das heißt, es gibt große Unterschiede zwischen dem, was Maschinen können und was Menschen können. Das nennt man eigentlich den Unterschied zwischen schwacher Intelligenz und starker Intelligenz. Ja. Also das Simulieren von Vorgängen wie beispielsweise ja Klimaprognosen, Wetterprognosen, aber auch Katastrophenvorhersagen, das ist dann wohl eine schwache KI. Und wir würden jetzt aber trotzdem ja nicht einen Computer gleich mit KI gleichsetzen, aber sagen, ein Computer wäre intelligent. Eine starke KI, was wäre das dann im Vergleich dazu? Ja, wie Sie richtig gesagt haben, alles das, was wir im Moment kennen, was KI ist, also alles das, was Maschinen heute können, gut simulieren, gut imitieren können, Sprachverarbeitung, Bildverarbeitung, Expertensysteme, denken Sie ans Internet, an die Sprachkorrekturhilfen zum Beispiel, alles das ist KI, aber es ist alles schwache KI. Das hat nichts mit Kognition oder mit Denken zu tun, so gut diese Maschinen auch sind. Starke KI würde man das nennen, wenn die Maschinen tatsächlich kognitive Fähigkeiten hätten oder sogar Bewusstsein hätten. Okay, also eine starke KI wäre dann vom Menschen eigentlich nicht mehr unterscheidbar. Ja, das ist die Unterscheidung, die der amerikanische Philosoph John Searle getroffen hat. Wenn es vom Menschen nicht mehr unterscheidbar ist, von außen gesehen, aber wenn man wirklich davon ausgehen muss, dass es kognitive Zustände gibt, in dieser Maschine würde man von starker KI sprechen, die gibt es aber bisher nicht. KI? Ich verstehe. Eine starke KI wäre also vom Menschen kaum zu unterscheiden. Herr Seising, Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Geschichte der KI. Können Sie uns ausgehend von der Gegenwart etwas zur Zukunft der KI sagen? Und welche aktuelle Entwicklung der KI fasziniert Sie besonders? Die aktuellen Entwicklungen finde ich eigentlich gar nicht so faszinierend. Mich interessiert vielmehr, dass die Leute sich so leicht täuschen lassen von künstlichen Intelligenzsystemen. Dann nehmen wir zum Beispiel, seit neuestem gibt es Computerprogramme, die komponieren Musik und wir können nicht mehr unterscheiden, ob es von Beethoven oder Bach oder Mozart ist oder ob es von einem Computerprogramm geschrieben ist. Oder es gibt jetzt Bilder von Computerprogrammen gemalt und wir können nicht mehr unterscheiden, ist es ein Künstler, wie zum Beispiel Picasso oder Dali, sondern von einer Maschine. Es gibt Programme, die schreiben Fußballberichte. Da wissen wir nicht, ob es ein menschlicher Reporter war. Und wahrscheinlich gibt es auch Programme, die Gedichte schreiben und Normalsterbliche können nicht unterscheiden, ob das jetzt ein menschlicher Dichter war oder eine Maschine. Ich frage mich, ob wir nicht auch überlegen müssen, was das mit uns macht und nicht nur, was das mit den Maschinen macht. Wie siehst du das? Ändern wir als Menschen uns mit diesen technischen Veränderungen? Ja, ich denke, dass das sehr interessant ist zu sehen, wie die Technik dazu führt, dass nicht die Technik an unser Leben angepasst wird, sondern umgekehrt wir uns an die Technik anpassen. Das fing schon viel früher an. Denken Sie an Fließbänder, da wo die Arbeitsschritte und die Arbeitszeit
sich nach der Maschine richtet und nicht nach den Menschen. Denken Sie an den Film von Charlie Chaplin, Moderne Zeiten, wo das ja auch ganz deutlich wird. Wir als Wissenschaftler zum Beispiel haben Vorgaben, wie viele Seiten wir für eine Veröffentlichung schreiben sollen. Der Text muss sich an die Seite anpassen und nicht umgekehrt. Das heißt, in der Tat sehe ich das so, dass wir uns sehr viel mehr an die Technik und natürlich auch an die KI anpassen, als umgekehrt. Du scheinst das ja sehr kritisch zu sehen, was ich, wenn du das so sagst, auch sehr nachvollziehen kann. Hast du noch irgendeinen positiven Aspekt? Ja, positiv ist eigentlich, dass KI, wie du am Anfang sagtest, in aller Munde ist, dass alle möglichen Leute sich jetzt Gedanken machen über KI und auch sehr viele Journalisten, Philosophen, Wissenschaftshistoriker natürlich auch, aber auch Wissenschaftsjournalisten heute darüber schreiben, darüber reflektieren, ob diese Leute nun Brecht heißen oder Nieder-Rümelin oder wie auch immer, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, es gibt eine Menge Veröffentlichungen im Moment. Ich finde es gut, dass sehr viel mehr als früher über diese Errungenschaften diskutiert wird, auch reflektiert wird. Und ich hoffe, dass das also dazu führt, dass alle Leute sich ein Bild davon machen und dann eben dementsprechend auch die vollmundigen Aussagen in die richtigen Kanäle spielen. Ja, da wird ja auf jeden Fall noch eine Menge an Aussagen auf uns zukommen. Ich bin auch gespannt, was da in dem ganzen Bereich in den nächsten Jahren auf uns zukommt, was wir da noch erleben werden. Also dann fasse ich jetzt vielleicht nochmal zusammen, was ich für mich aus diesem Gespräch mitnehme. Das sind einige spannende Aspekte. Ein erster Aspekt ist einfach wie alles anfing. Dass es den Pionieren darum ging, zu verstehen, wie Denkprozesse funktionieren und wie man die dann technisch nachahmen kann. Daraus hat sich dann ja auch eine ganze Disziplin entwickelt, die aber aus der Zusammenarbeit vieler wissenschaftlicher Disziplinen erstmal entstanden ist. Die aktuelle Entwicklung, heutige Systeme des maschinellen Lernens sind die Resultate einer Entwicklung von Wissenschaft und Technik, die mit der Erfindung der Computer, gerade im Bereich Datenverarbeitung, ihren Anfang genommen hat. Wohin das führen wird, ist, glaube ich, ungewiss. Seriöse Prognosen, halte ich da für nicht möglich zurzeit, also wo die Risiken und Chancen liegen. Die Gesellschaft, noch so ein Aspekt, den ich mitnehme, die muss sich vielleicht in einem übergreifenden Diskurs erstmal darüber verständigen, was sie möchte oder auch nicht möchte und was da in Zukunft gewünscht ist. In dieser Debatte stehen wir, glaube ich, aber auch erst ganz am Anfang. Hast du vielleicht abschließend noch Ergänzungen zu meinen Aspekten? Ja, ich wollte ja nicht als Historiker über die Zukunft reden. Du hast auch gerade gesagt, dass Prognosen schwierig sind. Aber man kann natürlich Erwartungen thematisieren. Welche Erwartungen hat man an die Entwicklung der Technik, dieser Art von Technik in Zukunft? Und man kann natürlich fragen, wie sich das auf die Menschen und auf die Gesellschaft auswirkt. Wie verändert sich das Menschsein und wie verändern sich die Gesellschaften? Und da gibt es zwei Aspekte, die man noch nennen sollte. Stichwort Cyborgs. Gibt es also so etwas wie einen Transhumanismus oder einen Posthumanismus? Wird also die Menschheit irgendwann nicht mehr das letzte Krönchen der Schöpfung sein, sondern es wird andere Wesen geben, die sich vielleicht aber aus der technischen Entwicklung und der Menschheit heraus entwickeln. Das sind interessante Aspekte, die zu untersuchen wären. Ja, ich glaube, zweifelsohne werden wir immer mehr KI auch in unserem Alltag wiederfinden. Ja, inwieweit die uns da unterstützt oder entlastet, da schauen wir mal, also wo uns das Ganze hinführt. Ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren einiges Spannendes auf uns zu. Also ich danke dir, Rudolf, jetzt erstmal für diese vielseitigen Aspekte und auch für dieses, wie ich finde, sehr interessante Gespräch. Ich werde daraus einiges auch mitnehmen für den nächsten Sommer. Da ist der Science Summer wieder im Museumshof, wo ich dann auch wieder die Science Show im Bereich KI mache, wo es dann auch um aktuelle Aspekte geht. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges hier aus unserem, wie ich finde, sehr informativen Gespräch mitnehmen. Danke Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören und ich freue mich schon, dass in Zukunft noch weitere Expertinnen und Experten aus unseren Forschungsinstituten interviewt werden. Vielleicht schauen Sie da auch wieder rein. Und bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie neugierig. Tschüss. Now. Ach, der sieht nicht da, okay. Now.
Now. Now. Now. Singen. Vielleicht irgendwann, wenn Schweine fliegen lernen. Now. Das ist doch eben gemacht. Now. Roboter. 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 Sing. Singen. Lied. Now. Ja, Singen. Now. Lied singen. Lied singen. Und mit dem soll ich eine Science Show machen. Ja, das war's. das war's.